Das hier ist ein Video, das seit mittlerweile schon einer Woche ungefähr da ist und das ich immer noch nicht geguckt habe, weil ich es mir übrig halten wollte, offen lassen wollte für den Stream heute. Angeblich neue Infos zum MMO von Riot Games, also eines der größten und ambitioniertesten Projekte, alleine dadurch, dass es von Riot kommt, glaube ich, im MMO-Markt. Ich hoffe, wir erfahren ein bisschen mehr, als ich befürchte, weil die letzten Tage, wie gesagt, gab es jetzt keine großen Infos von wegen, oh, das Riot MMO wird eben ein Third-Person-Spiel oder Top-Down oder wird Action-Combat oder Tap-Target, aber ich hoffe, wir erfahren trotzdem ein bisschen was Spannendes zum Riot MMORPG. Auch da ist ja weit entfernt, wann das kommen wird. Wir erfahren vielleicht auch ein bisschen was darüber, dass ja jetzt große Entwickler gegangen sind, also Ghostcrawler allen voran, der sogar der große Chef war, aber auch ein anderer Entwickler, der wohl relativ viel da zu sagen hatte, beziehungsweise einen relativ großen Impact hatte auf das Projekt, ist gegangen. Also es gab gewisse Abwanderungen, die damit zusammenhängen, dass Riot ja leider diese Kultur von kein Homeoffice, geht mal bitte alle dahin, wo wir sind, und also in unsere Offices, wo ihr euch das Leben nicht leisten könnt, weil die Mieten so teuer sind, aber ist halt so. Selbe Problem hat ja Blizzard zum Beispiel auch. Und auch einige andere, die so Homeoffice-feindlich sind. Dadurch sind eben, wie gesagt, leider ein paar Leute gegangen. Vielleicht auch gute Leute gegangen, die jetzt ihr eigenes Ding machen. Ghostcrawler macht ja sein eigenes Ding. Aber mal gucken, vielleicht erfahren wir ein bisschen was. Ne? Hier sind es auf jeden Fall schon mal ein paar Kapitel, die relativ spannend klingen. Impact auf Classic, WoW und MMOs und so. Ja, bin ich mal gespannt. Hör mal rein. Einzige Interview mit den Riot MMO-Developers, glaube ich, was wir überhaupt jemals bekommen haben. Ich glaube schon. Hören wir mal rein. So, on my journey to Riot's headquarters, I had a chance to talk to some of Riot's teams. And of course, one of those teams was Riot's MMO team. And while it was really awesome to talk to them, luckily we even had some time to do an interview. Unfortunately, the interview was recorded in one of their meeting rooms, which meant that it was very echoey. I mean, Can we just like go one by one to like introduce yourselves in your position? Sure. I'm VJ Tucker. I'm the EP of the MMO. Fortunately, however, the world does have the technology to salvage the audio, and so the final result should be totally fine. Just know that it is not a studio quality. It is literally my laptop and a USB microphone in a square room. And of course, since it is hard to get some info on Riot's MMO, I tried to push them with the questions a little bit, just to see what we can learn. But I knew they wouldn't be able to talk about any specifics. So my questions had to be as broad as possible, but even so, I was still trying to walk on the edge. Sometimes you'll see the devs laughing about the fact that I am very close to the line, and 3 times it actually happened. I asked a question which had to be cut out, but the follow-up conversations were fine. So be ready for the fact that sometimes there will be some edits and cuts and it will break the pacing. But ultimately, I am pretty happy with what I was able to put together. And honestly, I had an absolute blast talking to these guys. Can we just like go one by one to like introduce yourselves? Die Schuhe, großartig. Absolut großartig. Sehr gut. I'm VJ Tucker. I'm the EP of the MMO. I'm Mark Yenner. I'm the game design director for the project. Greg Fallis, art director. And I'm Ant Reynolds-Ladei. I'm a writer. So, Hami Banani, vielen Dank für die 5 Gegifteten, by the way. Ganz lieben Dank, Hami. GZA Nobody, Radio, Holy Apple, Scobex und Lalups. Danke, Hami. Danke. Strong start. I released the video. Kind of started an avalanche of hype out of nowhere. How did you guys take that? Was there, you know, how much damage have I caused on accident? Not even close. We thought it was awesome. We immediately like shared it among the team. Like we watch it for inspiration as a reminder of like what player hype is for the space. Like more than anything, you raise the bar for us, which is awesome. We love it, but we started to sweat a bit. You know? Danke an General Amazing auch dir fürs Prime. Danke. So like up until that point, we're in like a safe space where like, you know, you were kind of like fine because, you know, like people knew it was happening, but no one really took it seriously. Yeah. Have you actually taken any of the feedback you got so far into consideration? Like, I don't know how many people really gave feedback. I mean, people did give feedback on the ML. Did you like take something into consideration already? Yeah, we always have. I think that's one of the most important things that we can do is listen to our players along the way and figure out when we should respond and integrate it in and when we shouldn't. Right. That's the hard part of our jobs. But definitely ignoring the feedback is us failing. So I mean, you know, talking like
factions, races, stuff like that. Because you probably have to have an idea and stick to it, but then you hear different opinions from other people. Is it like something that you also take into consideration, even though it might go against your basic idea? Roll it, easy answer. You go. Like, you hear, every potential player wants something, and there's, hopefully millions of them, and everyone wants something different. And so it's impossible for us to give every person what they want. But, really often there's a lot of similar themes, right? And when we reduce it to the sort of core of like, what is the fantasy that people are looking for? What is the experience? We can then, take that and say, what's the best version of that we can deliver? And even better, we're not just going to give people what they say they want. We're going to try and figure out how we can over-deliver. How can we get them something that blows their minds that is also, oh my God, that's exactly what I wanted. That's the dream. It's super important. Not just giving people what they expect, or just going, you got that, and this as well, and this. It's that's really important. That's the soul of what we're trying to do. Is ultimately we're in service of trying to realize the dreams of our players, but that's not always exactly what they're asking for. Sometimes it is about extracting the essence. It's what is the magic that you're seeing that we haven't seen yet, and how do we create it? And ultimately, I personally think that's Riot's superpower, especially with League. We see it with Valorant. We see it with our games, how we can respond to players. And the one thing we definitely can't do is dump our head in the sand until we ship. Yeah, and hopefully you get a little taste of that with Hilfe. Yeah. Das ist natürlich ein spannendes Thema. Dieses Thema, wie baut ihr euer MMO in Bezug auf das Feedback, was ihr von Spielern kriegt. Da habe ich einige Male jetzt schon zuletzt gelesen, dass Leute so ein bisschen die Befürchtung haben bei den RIOT MMO, dass das ein Spiel wird, das zu viele Kompromisse macht, das zu sehr versucht, Leuten zu gefallen, weil sie ja zumindest unter Ghostcrawler damals noch gesagt haben, wir brauchen einen sehr, sehr guten Grund, um uns nicht an dem zu orientieren, was halt quasi Erfolg hat und was in der Masse eben etabliert ist. Und da so ein bisschen so diese Gefahr ist, am Ende probiert man zu sehr mainstreamig zu machen, verliert vielleicht so ein bisschen seine eigene Vision aus den Augen. Ich finde aber gut, dass sie hier sagen, wir versuchen das Ganze so ein bisschen runterzubrechen, auf jetzt nicht einzelne Wünsche, die man hat, sondern vor allen Dingen auf eine Erfahrung und auf eine Magie, die man sucht. Weil das ist im Wesentlichen auch das, worum es geht. Also wenn ich jetzt darüber rede, wie sehr ich damals Arcade geil fand, dann sind es ja jetzt nicht nur diese ganzen Systeme, sondern es geht ja vor allen Dingen darum, was das für ein Gefühl ausgelöst hat und was so diese große Faszination dahinter war. Und ich glaube, die könnte man auch auf andere Art und Weise wieder triggern, nur musste dir eben klar sein, was für eine Art von Gefühl da eben im Vordergrund stand. So was genau da jetzt dieses Besondere dran war. Und deshalb finde ich die Herangehensweise gar nicht so schlecht, dass man sagt, wir gucken jetzt weniger auf einzelne Dinge, sondern vor allen Dingen auf diese Grundmagie, die Spieler immer wieder tangieren mit ihren Wünschen und die wir versuchen so ein bisschen umzusetzen. Ich hoffe aber trotzdem weiterhin, weil das ist, Riot macht ja, das ist auch das, was er gerade gesagt hat, ne, was wir gesehen haben bei League oder bei Valorant, dass es halt wichtig ist, so, dass wir diese Art von Spielererfahrung eben perfektionieren und so. Und das haben sie ja in der Tat gemacht. Die sind ja jetzt keine krassen Innovationsmotoren, sondern die sind vor allen Dingen darin gut, etwas zu nehmen, was schon ganz gut ist und die Erfahrung halt wirklich zu perfektionieren für den Spieler. Ich hoffe aber ein bisschen, dass sie wirklich auch ein paar geile neue Ideen haben, weil, wie gesagt, man erwartet von Riot eigentlich keine Innovation so. Alles, was erfolgreich ist bei Riot, egal ob es League of Legends ist, Valorant oder TFT, das hat alles jemand anders erfunden und sie haben halt die beste Version davon gemacht. Also kann man diskutieren, ne? Gibt auch Dota-Fans und so, aber, oder CSGO versus Valorant ist, glaube ich, auch nicht so einfach, aber sie haben halt die beste oder zumindest eine sehr, sehr gute Version gemacht von etwas, was jemand anderes erfunden hat. Und so ein bisschen das Problem, was ich bei MMOs sehe, ist, dass wir eigentlich bei MMORPGs gerade eine Situation haben, wo wir eine absolute Innovationsflaute haben, wo es viel zu wenig neue Ideen gibt oder neue Umsetzungen zumindest. Und ich hoffe, dass wenn sie sagen, wir brechen das runter auf das Grundgefühl, auf die Grundmagie, die Leute suchen, dass sie zumindest neue Wege finden, diese Magie zu triggern. Dem Spieler ein Gefühl dafür zu geben, dass das, was er gerade macht, eine richtig geile Sache ist. So. Das muss jetzt nicht irgendwie die Neuerfindung des Rades sein, aber sie müssen auf jeden Fall diese Sachen wirklich perfektionionieren, wenn sie schon nichts Neues erfinden. Weil eigentlich wäre was Neues erfinden ganz geil im MMO-Markt gerade. Eigentlich haben wir da jetzt wirklich Jahrzehnte des Immergleichen hinter uns. Und deshalb wird es umso wichtiger, dass sie das halt schaffen, dieses Runterbrechen auf das Wesentliche, was sie da gerade thematisiert haben. Literally, if I turn the camera like a little few inches, I'm gonna get nuked. So, one thing that's a big topic that I don't know if you can answer is, the big old talk about like factions and races, more specifically like
like separating the player base, because there are some MMOs who give you the freedom of like, you can play with anyone, you can, there are no barriers. And then there are others who actually like split the community very specifically into like, maybe two parts that are battling. What's your like very vague general idea without confirming anything on like this kind of philosophy? Yeah. So there's this perfect saying I saw in one of the, a developer doc from one of the Zelda developers, which is, you can't just deliver exactly perfect realism or whatever. You're trying to shape something that feels real, feels believable, but is like actually making the thing you want. Right. And so like there are things that we want. We don't want, me and my best friend, we don't want people not to be able to play with each other. Obviously, that's like a bad, that's a problem. But we also want to, maybe capture the spirit and the kind of, one of the iconic elements of the League of Legends IP, where you've got this complex, factions, and there's, there's a lot of shades of gray, and there's a lot of interesting conflict, and there's a lot of, kind of. Also sorry, aber das muss eine Riesenrolle spielen. Ne? Diese ganzen Völker, die Jordel, Noxus, Demakia, was weiß ich, diese ganzen Shurima, diese ganzen Regionen mit ihren Gesichtern, also den Champions, das muss eine Riesenrolle spielen. Der windet sich da gerade sehr gut raus. Aber das muss doch, Leute, ich glaube, da muss Einigkeit bestehen, oder? Dass wenn Riot schon Runeterra hat als Hintergrund, Piltover, Zorn und so weiter, das muss doch eine Riesenrolle spielen. Es muss doch unglaubliche ich sag mal, der Main-Story der Kampagne unglaublich krasse Stationen geben, wo du, was weiß ich, keine Ahnung, dann eine Zeit lang dann irgendwie in Zorn unterwegs bist und dann da Dinge erlebst und so und dann mit Piltover in Kontakt kommst und also das ist doch die große Stärke, die sie haben. Da wird's auf jeden Fall dann auch themeparkig. Also wir können auf jeden Fall schon mal sagen, das RIOT MMO wird kein Sandbox-MMO, safe nicht. Das wäre die dümmste Entscheidung aller Zeiten. Das muss Themepark werden. Ich liebe Sandbox, aber wenn eine Sache Themepark werden muss, dann das RIOT MMO. Das wäre wirklich das Dümmste, da nicht viel mit zu arbeiten. Und deshalb, ich glaube, da kann man, also das wäre so himmelschreiend dämlich. Du kannst schon davon ausgehen, dass sie mit diesen Factions und diesen ganzen Völkern und auch noch großen Protagonisten, Heimerdinger und was weiß ich, die du da alle hast, ne? Die wir jetzt bei Arcane auch schon so ein bisschen in Szene gesetzt gesehen haben, wie gut das funktioniert, wenn du die in Szene setzt und wenn du diese Welt gut aufbaust. Also das wird auf jeden Fall kommen, sonst ohne Witz, sonst fress ich meinen Zylinder. So, das wird auf jeden Fall kommen. Da werden die gut mitarbeiten. Relate to different elements of it. And so we just try and take all of those factors, the things we want, the things that we want to be true in the experience or in the thematic or in the IP, and find a combination of them that works. Ich muss übrigens sagen an der Stelle, dass ich es ein bisschen schade finde. Du merkst ja bei diesem ganzen Interview, dass sie nichts verraten dürfen. Also die Prämisse dieses Videos war es, ja, ihr dürft euch da hinsetzen und die Fragen von dem Kollegen hier, der übrigens fantastisch angezogen ist, die dürft ihr beantworten, aber vage bleiben, keine Details verraten und so weiter. Was natürlich ein sehr konträrer Ansatz ist, verglichen mit dem, wie zum Beispiel das ganze Ash handelt, aber jetzt auch zum Beispiel sowas wie Pax Day, was wir gerade gesehen haben. Und ich finde das ein bisschen schade, weil ich kann respektieren, so dass du jetzt nicht diesen mega transparenten Ansatz gehen willst und dich dadurch natürlich dann auch direkt Erwartungen schürst und direkt auch dann Angriffsflächen bietest für Leute, die unzufrieden sind mit gewissen Entscheidungen und so. Das kann ich schon verstehen. Das hat ja auch gewisse Vorteile, wenn du dich ein bisschen bedeckter hältst, weil du dann vielleicht eher in Ruhe arbeiten kannst. Und offenbar haben sie sich im Vorfeld gedacht, wie machen wir's? Wie kommunizieren wir? Wie früh kommunizieren wir Dinge? Und sie haben sich für die Ruhe entschieden. Sie haben sich entschieden für den Ansatz, wir verraten nicht so viel, wir zeigen nicht viel, wir machen in Ruhe unsere Arbeit und irgendwann, wenn es dann schon sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten ist, dann kriegen Leute plötzlich alles zu sehen. Also ein bisschen übertrieben formuliert. Dann kriegen Leute plötzlich wirklich das halbe Spiel so, aber vorher halt gar nichts. Und es ist ein Ansatz, für den man gehen kann. Aber ich finde, so ein paar Sachen hätte man schon mal erwähnen dürfen. Also mal so, ne, du gibst dich ja nicht der Öffentlichkeit und der Kritik preis, wenn du jetzt schon mal so Dinge droppst wie, wird denn das Kampfsystem jetzt Action Combat oder nicht? Oder wird die Perspektive denn jetzt Third Person oder nicht so? Also muss ja jetzt nicht mega ins Detail gehen, aber so ein paar Dinge, finde ich, wären schon schön gewesen, dass man jetzt nicht so mega vage bleibt, weil ich fürchte, das ganze Interview wird halt so gehen. You want all those things love about our world, like the conflicts that are already there and the rivalries and stuff. You want to play that through. You want to see that. But you also don't want to like lock people into like one side, I guess. Yeah. And that's really our job. Vague, not confirming anything. That's a perfect example because there's we talk about 100 of these problems every day, right? It's there's just always so many things. There's always trade-offs, but it's you just try to take the pieces together, find a way to make it work, and
you know, when we do well, you see the result and you're like, oh yeah, that's great. You know, I'm getting what I want, and you know, and the game is good, and you know, it's fun to play or something like that. The general talk is always about like, you know, when the classic WoW came out. That one ignited the passion for like the very old school MMOs. Jetzt kommt der Teil mit Impact of Classic WoW on MMOs, da bin ich sehr gespannt drauf. Es ist problematisch, oder es wäre problematisch, Infos, die man vielleicht revidieren muss, raushauen. Ja, das stimmt. Aber eine Info wie zum Beispiel, wir sind ein Third-Person-MMO und kein Top-Down-MMO, weil ja League of Legends zum Beispiel Top-Down ist. Oder kein First-Person-MMO oder sowas. Das ist ja eine Info, die dürftest du raushauen, weil die werden die nicht revidieren. Weil wenn du das revidierst, dann, weil du wechselst, deine Perspektive von Third-Person auf Top-Down oder was weiß ich was. Und wenn du das tun würdest, dann wäre es richtig, richtig scheiße, was wir ja gesehen haben zum Beispiel bei Phone and Liberty, die genau das gemacht haben und wo das offenbar sehr, sehr negative Konsequenzen hatte. Wir haben auch bei New World gesehen, was es für negative Konsequenzen hat, wenn du etwas so dermaßen Fundamentales dann revidieren musst, weil du es änderst. Und ich würde erwarten, wenn Riot sagt, wir machen MMORPG, dann entscheiden sie sich für eine Perspektive und für ein Kampfsystem. Und dann wird dieses Kampfsystem vielleicht in Details verbessert. Aber die bleiben doch dabei. Riot sagt doch jetzt nicht auf halbem Wege, ja, wir machen jetzt doch eine andere Perspektive oder wir machen doch ein gänzlich anderes Kampfsystem. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür ist das Projekt viel zu groß und dafür ist hoffentlich die Vision von Riot viel zu klar. Zumindest gemessen an deren ehemaligen Projekten und IPs und Titeln, die sie umgesetzt haben. Also von daher, solche Dinge, ich bin ganz bei dir. Natürlich, deshalb gehen sie ja jetzt nicht ins Detail so. Aber so ganz, ganz, ganz krasse Eckpunkte, die jetzt sich auch nicht mehr ändern werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, die dürfte man schon, das wäre nicht problematisch, die zu announcen, glaube ich. Also das wäre ein sehr schlechtes Zeichen, wenn Riot solche Dinge dann noch auf halbem Wege ändern würde. So, das wäre ein unfassbar schlechtes Zeichen, da gehe ich nicht von aus. Interesting how when Classic WoW came out, it like once again became the king of MMOs. And like everyone suddenly realized that like all the innovations that came from, you know, the other MMOs weren't really enough to like, you know, maybe give the MMO genre actually more value. Yeah. So what I got from this general idea, you know, is like you're trying to make like a mix of like staying true to the core idea of MMOs while iterating in some ways. I think it's really important that we look at what is working in the market and then also evolve the expectations to see where we're going. And if you look at where WoW started, like classic MMO, I think all of us played many, many, many hours of classic WoW. And then you look at how the genre evolved over the course of post-classic WoW era, they were all chasing WoW. And so they're all looking at one specific thing and trying to make a better version of that thing. And now what we're trying to do is we're trying to say like, okay, what went right during that period? And what has changed in the games industry and our players' expectations up until that point? And look at both of those lenses and craft something that feels like it's the right evolution of it. Das ist natürlich ein spannendes Projekt, ne? Also zu sagen, was war damals in der Zeit von Classic WoW so gut, dass erstens jahrelang alle versucht haben, so zu sein und auch heute noch die Leute ja Classic WoW spielen, weil es so dermaßen gut war. Und gleichzeitig zu sagen, was ist denn alles passiert? Welche neuen Einflüsse gibt es denn? Welche neuen Erwartungen gibt es? Das wäre ein unglaublich wichtiger Punkt, glaube ich auch, welche neuen Lebensumstände hat die Zielgruppe, die MMOs spielt. Und wie kann man quasi die beste Fusion schaffen? Also so ein bisschen auch als so der Versuch, stell mal vor, du müsstest Classic WoW und Retail WoW kombinieren zu einem perfekten WoW. Ist das überhaupt möglich? Ich glaube nämlich nicht. Also da gibt es ja sicherlich einige Widersprüche. Das ist eine unglaublich schwere Aufgabe, zu gucken, so was ist das Besondere, die Magie, das Krasse von diesem Base-Ding und wie müssen wir an welchen Stellschrauben drehen, um das moderner zu machen, gleichzeitig aber diese Core-Magie quasi beizubehalten. Also wenn einer das schafft, dann vielleicht wirklich Riot, aber es ist fast unmöglich, würde ich behaupten. I think ultimately many people in the industry are seeing similar things, and so we're actually hoping. Weil alleine, wenn du dir Dinge anguckst, ne, wie das ist ja in diese Richtung ist ja die MMO-Entwicklung gegangen. Immer mehr Quality of Life, immer mehr Sachen, die eben Spielelemente, die das Leben angenehmer machen, die weniger Zeit kosten, die so ein bisschen praktikabler sind mit der weniger verfügbaren Zeit, die vielleicht viele MMO-Spieler haben. Das ist ja schon nicht vereinbar mit einer großen sozialen Bindung oder einer großen, ich sag mal, ne, so wie Classic WoW das gemacht hat, wo du dann irgendwie erstmal eine Stunde lang mit Leuten gechattet hast, bevor du eine Gruppe hattest für einen Dungeon. Also du kannst ja nur es ist ja ein Schwarz-Weiß-Ding, du kannst ja nur entweder das eine oder das andere haben. Entweder das Group-Finder-Tool, wo du einen Knopf drückst und dann bist du sofort in der Gruppe und kannst loslegen, weil du nur eine Stunde hast und dann musst du das Baby ins Bett bringen. Oder der soziale Faktor, wo du eine halbe Stunde mit Leuten chatten musst, bis du mal eine Gruppe hast, eine vernünftige. Da gibt's ja keinen
Sweet Spot dazwischen, würde ich behaupten. Aber zumindest nicht so einfach, wenn es einen gibt. Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz große Herausforderung, die vielleicht tatsächlich Riot am ehesten sucht, wohingegen andere vielleicht sagen, wir machen das eine oder das andere. Und dann hast du eben entweder nur den einen Vorteil oder nur den anderen Vorteil, aber nicht beides. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so Riot sind vielleicht die einzigen, die versuchen, irgendwie das Beste aus beidem hinzukriegen. Möglicherweise. Viel rein interpretieren, aber was wollen wir machen? Wir haben ja ganz wenig Infos. Vielleicht ist Riot vielleicht so das, was am ehesten diesen Spagat schaffen kann. Wohingegen, wenn du jetzt dir einen Ashes of Creation oder einen Pax Day nimmst, die versuchen diesen Spagat ja nicht. Die nehmen sich eine Grundherangehensweise, eine Grundphilosophie für ihr MMO und setzen die halt hoffentlich sehr gut um. Aber dieses Spagat-Ding aus verschiedenen Ähren, verschiedenen Epochen und der MMOs und dann so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, so nach dem Motto. Da, glaube ich, haben die Riot-Leute vielleicht tatsächlich die besten Chancen, das zu schaffen, wenn es überhaupt schaffbar ist. From some of the other games that launch in the meantime, but we do think it's going to have some changes. Weil das wäre typisch Riot, wenn sie das schaffen würden. Completely throwing it out just for the sake. So, da wurde was geschnitten offenbar. I actually love the idea that the game has dedicated servers, because one thing that happened in WoW later on is at the moment they gave us like random matchmaking and stuff like that. That was a breaking point where if you are an asshole on a server, it didn't matter really. There were never nothing really happened to you. But if you are on a dedicated server and you behave badly, people know it about you, and it kind of like forms a really cool community. But it's kind of interesting that these days, I don't think there is a single MMO that actually has this whole structure. Yeah, that's the thing. I think Mark nailed it early on when we were talking about trade-offs. This is like, ultimately, you can build games in different approaches, but they have really different trade-offs about that sense of identity and the sense of community that gets created. But then when you start to commoditize human interactions, and like you're the same as any other bot that's walking by me, then you lose a lot of that. Mega Server also has some risk and approaches. We actually have an engineer that worked on Guild Wars 2 and designed a lot of the Mega Server work. It has some of the like flaws and risks in that space. And the one thing that we definitely don't want to do is try and solve these solutions for absolutely everybody. We do want to have opinionated takes that have some trade-offs, but a lot of that essence of community and people feeling important and actually having these interactions matter with other people, those are values that we're excited to chase. Well, I'm not gonna go into like races and classes. I think that's a very much dead end that we can't really talk about. But when it comes to the world, you probably did take into consideration the scale of the world and like how you're gonna approach it. Are you leaning more towards like segmenting the world and kind of like play the safe route where you have a lot of open spaces, or are you ready to like round up like a piece of the content and like ship it in its entirety? Is that even a question you can talk about it all? Dianas, danke für die 4. Danke. Grüße in den Pod. The world at launch. Ultimately, one of the most important things for us is to realize the world of Runeterra that exists in our players' hearts. We are those people. Like, we want to be in the world and we want to see it and we want to experience it. The path for this MMO in the long term will have that full world of Runeterra realized. So for us, it's just a question of how we get there, what the steps are, whether we start small, whether we start broad. We have some takes about where we want to go, but we have our North Star of like that full version of Runeterra, and we know we're going to get there. So it's just. Das ist natürlich eine spannende Frage, ne? Also wird quasi, du kannst ja für verschiedene Sachen, du könntest theoretisch, du für eine MMO-Umsetzung gehen, wo du, sagen wir mal, das Spiel startet mit, sagen wir mal einfach Zorn und Piltover zum Beispiel. Und alles andere, was danach kommt, ja vielleicht ein bisschen kleiner, aber jetzt nur als Beispiel. Du startest mit gewissen Regionen und dann gibt's Regionen als Add-ons. Also die erste große Erweiterung vom Riot MMO wird jetzt zum Beispiel, was weiß ich, der Kontinent von Shurima oder keine Ahnung was, oder Freljord oder so. Das wären dann so die ersten Add-ons. Könnte man natürlich machen. Na, dann wäre Freljord vielleicht so quasi das Wrath of the Lich King vom Riot MMO. Oder startest du direkt irgendwie mit allen Bereichen und machst dafür dann aber machst sie dann größer mit Add-ons oder so. Das ist natürlich eine spannende Frage. Wahrscheinlich bieten sie keine Antwort, aber es ist eine spannende Frage. Question of the steps along the way. I have two more questions. One is, when it comes to Riot, they always have like a very specific, almost specific artistic style, where it's like very stylized, very cartoony, but not exactly cartoony. Is it like is it something that you want to stick to in general? Do like very style? In general. Der fragt gerade, ne? Also hat er ja recht mit. Riot-Spiele sind stylized, also mit anderen Worten, die sind cartoony.
die sind nicht realistisch, ne? Egal ob man sich jetzt in Valorant nimmt, was ja diese cartoonige, ja, fast schon so ein bisschen Cell-Shading-artige Optik hat. Ob du jetzt ein League of Legends nimmst, was ja diese eher was plastischere, buntere Grafik hat, oder ob du ein TFT hast, was im Grunde dieselbe Grafik ist, oder auch ein Legends of Runeterra, das Kartenspiel. Es ist ja immer diese bunte, stylized Grafik. Und was er fragen will, ist, wird das MMO das auch haben? Und was er aber fragt, damit er nicht das fragen muss, ist, wie werdet ihr das generell machen? Aber wie sollen sie das denn generell machen? Entweder sie machen so das MMO halt oder nicht. Sau geil. Also er will irgendwie das nicht aufs MMO münzen, aber also wie sollen sie das denn sonst auffassen? Bin mal gespannt, was sie darauf jetzt antworten. Very specific, almost specific artistic style, where it's like very stylized, very cartoony, but not exactly cartoony. Is it like is it something that you want to stick to in general? Do like very style rather than realistic? Is it something you want to stick to in general? Was heißt denn in general? Also, ne, das ist die direkte Frage, wird euer MMO eine realistische Grafik haben, halbwegs realistische, oder wird es halt eine bunte Grafik haben? Wahrscheinlich werden die wieder ausweichende antworten, ich befürchte es leider. It's like the classic stylized style on the table for the MMO. Hopefully I can say it's Jesus. I don't know what you're gonna say. So we will be familiar, but something unique. All right. Ähnlich, aber, oder ne, gewohnt, aber auch besonders. Ja, gut. This is a place where it's a big damn shame that you can't see the stuff that he's working on. Also mit anderen Worten. Sehe ich also ganz ehrlich, ne, wenn wir das versuchen, das mal so ein bisschen realistisch zu betrachten, sehr wahrscheinlich wird's einen cartoonigen Stil haben. Das größte MMO aller Zeiten, World of Warcraft, hat einen cartoonigen Stil. Andere sehr populäre MMOs haben einen eher cartoonigeren Stil. Wie jetzt so ein, also ich meine, Wildstar natürlich ganz besonders, aber selbst sowas wie Guild Wars oder so hat ja jetzt keinen mega realistischen Stil. Ich würde sehr davon ausgehen, dass Riot sich für einen cartoonigen Stil entscheidet. Und wenn sie sagen, es ist familiar, aber unique, das Unique könnte dann sein, dass sie vielleicht irgendwie bei den Charaktermodellen irgendwie was Besonderes machen oder so, aber ich würde fast davon ausgehen, dass es cartoony wird. We can talk about is how did this project start? Because usually at Riot, all the big things start as passion projects, be it, you know, Game Modes on League, EFT, really, you know, Legends of Runeterra. Well, it's all like passion projects. How did the MMO project even like start? I think the fairest way to say it is that massive parts of this company have been dreaming of making this game for our players for a long time. Obviously, Meryl trolled the world by asking whether an MMO should exist. The reason I came to Riot 7 years ago was to make an MMO. I would say different versions of like this space, what we've been thinking about and moving it forward, have existed in all of our hearts for a very long time. And eventually, I know. And honestly, eventually we just all started to get a bunch of those people together. We're like, now is the time. We've got to make that investment. And obviously, I can't tell you any dates or people, but it's been something that I think all of us have been chasing for a really long time. And players have just been asking for it for such time. It's just like, gotta listen to that. Yeah, we're obviously the magic when it's just like MMO win. Yeah. One of the things I really do appreciate, though, like transparently speaking, is that the thing that we know about Riot, like one of the top line values, is we're not going to ship something that's perfectly fine. And so it took us a little while to get to the point where we're willing to start the project, but it was waiting until we're like, okay, now we have enough with the work on lore. We have enough in terms of the right people that is like, now is the time to finally make this and do it right. That was the thing that held off, is that we're like, company wasn't at the right place, the people aren't at the right place, the IP wasn't at the right place. Once we get all of those, Meryl's like, we need to do this thing. The thing that is most important to us really is that we make something that is exceptional, that is worthy of our players and the dreams that they have, and that it's okay that it takes a while. Right. That's the biggest risk, is that we're like, hey, we're doing this thing, and people are like, it's been 6 months, why haven't you shipped the thing yet? And it's like, well, I don't know, we're in service of all of you. We're in service of trying to make the best thing for you, and sometimes a little fire under our asses to get it out the door isn't a bad thing. No pressure, but the Riot MMO right now is probably the most anticipated one in the market right now. No pressure whatsoever. Yeah, for sure. Yeah. I don't know. I feel like we've got the people who are at least gonna rise to the challenge and fucking fight that fight. I mean, you all said many times that the team is really stacked. Yeah. Like you probably have veterans to like, I don't know what teams you really like. All of you were though. I assume it was a lot. It's incredible. It's really where are you guys? Can you actually like say all of you like what What we worked on? Yeah. Let's see. What are you?
Star Wars Galaxies, an unannounced MMO inside of Ensemble, Age of Empires 3, Halo Wars, Orcs Must Die, Hero Academy, Words with Friends. An unannounced MMO prototype inside of Riot a long time ago, Wild Rift, and then now this. Obviously, I'm not this bad, but like, I mean, I worked on. Yeah, I know, no kidding. That's time for flex, God. Yeah, exactly. Let him flex. Like, it's good. I mean, I worked on League of Legends for like almost a decade. I worked on Call of Duty before that, and a bunch of, smaller, kind of AA games for a while before that. But it can't be understated how important it is to have people who know everything about the history of our players and the IP. Yeah. Like, that's massive, in many ways more important than a bunch of different bands. Yeah. So God, many years, many different things. It's so many. Legends of Runeterra. Na gut, jetzt geht's nur noch darum, woran haben sie gearbeitet. Guck gerade mal. Okay. Ja, das war's dann wahrscheinlich. Also, komm, scheiß drauf. Wir geben uns die letzten 2 Minuten noch. Sims, worked on Sims for many years. Some other MMOs, some old ones, like one that eventually got out, Gods and Heroes, back in the day. And like a number of small projects. Right. Yeah. And most of my stuff before here, I've been here for 9 years. I was working freelance for quite a lot of years, writing books and doing things like that, doing some world building here and there for different games. And then most of my background before that comes from tabletop. So I worked at Games Workshop, so I was a games designer and a writer and an art manager over there, and working on Warhammer 40k, that kind of stuff. That was my sort of kickstart into the industry, really. One of the things that I love most about this team, other than the fact that they're huge dreamers and have massive ambitions, is that everybody has had their story in the games industry, which means nobody has the chip on their shoulder. Right? Everybody is whatever is the right thing to do for the game, whatever is the right thing to do for players. There's not conversations about ego or identity or my idea or your idea. It's just how do we make the best thing? Right. And that is the most refreshing thing I've ever experienced on a game team. I'm surrounded by people smarter than me, and that's just the best. So cool. Which is good, because this challenge is huge. Oh yeah. You honestly can't go bigger than MMO. Yeah. That's actually just the biggest genre. Yeah. You can probably tackle. And so we put on one of the IPs that has the most expectations. Oh yeah. As well. Oh yeah. No pressure. It's literally the hardest problem. It really is. Let's go. All right. Well, that was a really awesome interview where we did actually get some answers. We had Naja. more than I expected, so I really do appreciate all of you. And I'm gonna do some funny editing, and I'm just gonna cut it off so you can just say goodbye. Goodbye. Also, man muss leider sagen, da war nicht wirklich viel drin. Eigentlich war da fast gar nichts drin. Es gab so ein paar grundsätzliche Ideen, also dass Fraktionen eine große Rolle spielen sollen. Ja, klar. Das wäre auch, wie gesagt, absolut dumm, wenn nicht. Und hier dieses, wie kriegen wir verschiedene Ehren oder Äras von MMORPGs so zusammen, dass wir halt die Magie der Alten so ein bisschen versuchen in unseres einzubauen, aber auch das, was sich halt quasi strukturell verändert hat, wie sich auch Spielerverhalten verändert hat, das eben so ein bisschen unter einen Hut zu kriegen und so. Wie groß das MMO werden soll, ich glaube, da haben sie nicht wirklich eine Antwort gegeben, oder? Und ich meine, zu dem Artstyle auch nicht. Also letzten Endes, sind wir mal ehrlich, die wirken super sympathisch. Ich glaube, das ist ein spannendes Team, was daran arbeitet und so. Und das macht einen sehr netten Eindruck. Aber sie haben halt diese Firmenpolitik, dass sie über nichts reden dürfen. Sie haben sich eine gewisse Geheimhaltung auferlegt und gesagt, wir entscheiden uns für die Ruhe statt für die Transparenz. Das sind so diese beiden großen Ausrichtungen, für die du gehen kannst. Entweder volle Transparenz, also Ashes of Creation, oder eben komplette Ruhe und wir zeigen und sagen gar nichts, bis wir nicht sehr viel haben, was wir zeigen können. Und sie haben sich leider für das Weitere entschieden. Man kann das machen. Ich finde aber, also ich hoffe, solche Interviews wird es nicht mehr oft geben, weil die haben eben fast keinen Mehrwert. Abgesehen davon halt mal das Team irgendwie zu zeigen und so ein paar grundsätzliche philosophische Anregungen auszutauschen, aber das ist ja jetzt nicht das, was die Leute erwarten. Wir haben vor ein paar Monaten oder Wochen haben wir auch schon mal ein Video zum Thema Riot MMOs oder Riot MMO geguckt, wo gar nichts drin steckt, also wirklich überhaupt nichts. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wie gesagt, da sowieso wenig bei rumkommt. Ich habe das damals auch nicht auf den Uncut-Kanal hochgeladen, das hier werde ich hochladen. Aber
wie gesagt, also im Grunde, man braucht es im Grunde nicht. Da steckt ja jetzt nicht wirklich viel drin. Ich hoffe, dass mal so langsam irgendwann zumindest ein paar grobe Eckdaten halt geteilt werden dürfen. Also die Kameraperspektive, das Kampfsystem, das Grobe und so. Der Artstyle vielleicht. Vielleicht, und wenn es nur so ein paar Screenshots sind vom Style oder so, wäre zumindest mal ganz nett. So 1 oder 2 Screenshots, irgendwas halt. Das Ganze ist jetzt schon eine ganze Weile in Entwicklung und ich finde, da wäre das mal ganz schön, zumindest ein bisschen was zu sehen. Ansonsten, ne, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich freue mich da sehr drauf auf das Riot MMO. Ich glaube, wie gesagt, das könnte der perfekte Spagat sein aus alten MMO-Tugenden und den neuen Annehmlichkeiten, wenn irgendjemand das schaffen kann. Dann Riot, aber wie gesagt, es ist auch wieder nur ein Wunschschloss, ein Traumschloss, ein Luftschloss à la Ashes of Creation, weil wir haben nichts, womit wir arbeiten können. Von daher, lasst gerne einen Daumen, ein Abo da für den YouTube-Teil und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.